Maybe we can change our world around. Maybe we can waste this fertile ground. The time we have may never come around. Angefangen hat das als Kind, als mein Vater mich auf den SR50-Roller, der hier in der Ecke steht, draufgesetzt hat. Da war ich 9 Jahre alt, hatte Geburtstag, Sommertag im Juli, und hat gesagt, hier du, Sohn, fahr mal. Ich bin gefahren, kam mit den Füßen halt nie zum Boden, und Vati hat mich halt wieder aufgefangen, nachdem ich die erste Runde im ersten Gang gedreht bin. So, da war ich halt angefixt, bin die ganze Zeit rumgefahren mit dem Ding dann, über Jahre hinweg. Und ab und zu hat er Probleme gemacht. Da war ein sehr alter Herr bei uns auf der Straße, der die Dinger ursprünglich gebaut hat und nach wie vor eben repariert hat in Eigenregie mit dem, was er hatte, und habe mir bei dem ein bisschen was abgucken können, was so das Grundlegende anging. Und da war ich halt schon angefixt. Also ich fand das cool, dass man das einfach reparieren kann, dass es ging, dass es fuhr, und war einfach vom Fahren selbst als kleiner Stift so angetan. Ich meine, klein bin ich immer noch, aber das war einfach schön, so durchs Dorf zu fahren, ohne Fahrerlaubnis, wie das hier eben so ist. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Maybe we can change our world around. Maybe we can wait. Wo dann der Führerschein da war, so mit 15, 16 so die Zeit, also vor knapp 10 Jahren, war das einfach cool, der Schnellere zu sein, ne? So, da hatte der eine Kumpel halt mehr Geld und der andere Kumpel hatte weniger Geld. Und da hast du einfach aus dem was gemacht, was du hattest, so. Da sah das halt cool aus. Da hast du mal dein Kennzeichen weggeschnitten oder so ein Quark, ne? Oder hast mit der Sprühdose irgendwie was grün lackiert. So sah mein Moped am Anfang aus, einfach mit der Dose lackiert. Und Schutzbleche pulvern lassen hier in Großenhain im Ort. Und dann irgendwann jemanden kennengelernt, bei dem wir vor uns auf dem Prüfstand waren, der mir dann gezeigt hat, wie der Hase läuft. Also ich sage mal, das ist wirklich einer der ganz Großen, und da immer noch großen Dank und ganz großen Respekt an ihn, dass er mir immer hilft und immer da ist, wenn es da um sowas geht. Der hat mir dann so das Grundlegende gezeigt. Nie von wegen, du musst das so und so machen, sondern das wäre der richtige Weg, probier dich aus. Da habe ich auch viel kaputt gemacht und so weiter und so fort. Und bei dem Ding ist es eben so, das ist jetzt auf dem Stand, dass ich mir sage, ich kann hier nicht mehr viel machen. Das ist jetzt wirklich so, okay, reicht jetzt so langsam, vielleicht mal in neue Gefilde und in neue Projekte. Aber wenn ich hier drauf fahre, ist das jedes Mal so wie Schmetterlinge im Bauch, so ein bisschen verliebt, auch in der eigenen Arbeit, was man ja gar nicht mehr so im Hinterkopf hat. Und da gibst du Gas, das Ding fährt los, das stemmt an, das zeigt dir, wo der Haken ist. Und das ist einfach geil. Das macht einfach Spaß. Das hat so Bock und hat richtig Eier. Und du ziehst dort am Kabel und das Ding marschiert einfach nur noch vorwärts. Und dafür ist es auch gemacht. Nicht zum Stehen, nicht zum Gucken, nicht zum nur schön sein, sondern eigentlich nur zum Ballern. Ich war letztes Jahr, also 2022, auf recht vielen Treffen unterwegs gewesen, unter anderem auch das Blumenpflücken oder bei Ostblock MV beispielsweise. Und dort habe ich dann jemanden kennengelernt, zusammen beim Wickeln. Grüße da an B-Performance, an Tom. Er ist quasi diesen Zylinder gefahren in der Saison
beziehungsweise schon die Saisons vorher. Also der hat sich an diesen Motoren und Zylindern schon wirklich tot probiert. Und ich war da so angefixt schon von ihm, weil ich ihn auch schon lange auf Insta verfolgt habe und so weiter und so fort. Und wir haben uns da das erste Mal persönlich kennengelernt. Und er hat dann irgendwann mal geschrieben hier, ich veräußere meinen Zylinder, beziehungsweise meinen Motor. Und so kam eins zum anderen. Ich habe gesagt, ey Tom, ich wäre bereit dafür. Und da wir uns wirklich grün miteinander waren, uns auch auf Augenhöhe verstanden haben, hat er, auch wenn andere Leute ihm da mehr Geld geboten haben, war er wirklich so cool und hat auch gewartet, bis ich das ihm gezahlt habe und so. Weil das war natürlich nie wenig. Wir reden ja schon über eine Summe, so ist es nie. Ich meine, das soll doch nie kostenlos sein, um Gottes Willen. Aber da habe ich ihm das abgekauft. Natürlich nie fertig oder so, sondern ich habe ein CNC-Gehäuse gekriegt, wo schon Kanaltaschen leicht vorgefertigt waren. Die musste ich noch nacharbeiten. Dann habe ich den Zylinder gekriegt, den habe ich mir noch so ein bisschen zurechtgezogen, wie ich ihn gerade brauchte. Also habe dort nochmal leichten Fräser reingehalten. Tom ist es auch mit anderer Vergasertechnik gefahren und anderen Stutzen und so weiter und so fort. Aber da habe ich mir gesagt, du, ich fange erstmal sachte an, wie wir jetzt auf dem Video sehen. Also das ist noch gar nicht final, obwohl das Ergebnis eigentlich für die ersten 3, 4, 5, 8 Läufe ziemlich cool ist. Und dachte mir so, ja du, Go-Kart-Motor, das wäre ja nochmal eine Herausforderung eigentlich. Das könnte man schon nochmal machen. Und wie es so kam, habe ich das Ding jetzt innerhalb von 4 Tagen nochmal spontan fertig gebaut, dass das so jetzt abrufbereit dasteht und anscheinend scheint es gut zu funktionieren für den Anfang. Und ja, also ich bin halt immer noch überrascht, dass es so brachial aussieht. Also der Raum dort vorne ist gefüllt bis zum geht nicht mehr. Wenn ich das mit so Standard-Zylinderköpfen, also wie großen Fächerkopf oder so vergleiche, sieht das halt schon wirklich vehement und brutal aus, was natürlich optisch schon ein Hingucker ist, aber an sich ist die Performance und die Leistung, das Ding fährt in jedem Gang einfach los, schiebt richtig eklig an und ja, jetzt mit knapp 30 PS Rad bei der höchsten Messung ist es schon erstmal ein Ergebnis, womit man arbeiten kann. Und ich denke, ich werde jetzt in den folgenden 1, 2, 3 Monaten nochmal richtig was tun, dort mal einen wirklich großen Vergaser dran zu hängen und mit dem Spielzeug hier so rumzufahren. Und dann denke ich mal, da kommt dort nochmal eine andere Zahl, mit der man ein bisschen mehr arbeiten kann. Remember jumping off the bridge on the west side. What a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew we caused a scene. January 3rd, 103. A casualty of love we bring. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream. Also Probleme waren es anfänglich in meinem Kopf nur. Es hat mich alles im Kopf so nervös gemacht und aufgeregt, dass ich Sachen im Kopf hatte und mir vorgestellt habe, die ich einfach nie wusste, wie ich sie technisch umsetzen soll. Das hat sich alles während dem Bauen ergeben quasi. Ich habe einfach drauf losgebastelt irgendwie, habe mir da ein paar Bleche mal gebogen oder zugeschnitten oder irgendwas zurechtgefeilt. Ganz großer Punkt war die Hinterradbremse von der KTM LC4. Da hatte ich vorher ein Bremskit, was man fertig kaufen kann. Das hat mir aber auf Dauer nie so zugesagt. Das hat eher alles so semi-gut funktioniert. Und habe das dann irgendwann bei eBay entdeckt. Auch durch Leute, die das schon mal gemacht haben. Und dachte mir aber, naja gut, die Adaption müsste theoretisch funktionieren. Habe dann geschaut, ja, passt ja gar nicht. Habe alles auf die Fräse gespannt mit einer Aufspannung, die ihresgleichen sucht. Also sah wirklich total bescheuert aus dort auf dem Frästisch. Aber na gut, alles abgefräst, alles angepasst, ein paar Distanzhülsen gedreht und Adapterhülsen gedreht, damit das ordentlich in der Flucht läuft. Und das scheint erstmal gut zu funktionieren, wie es scheint. Genau, dann habe ich die Bremspumpe eben ein bisschen versteckt eingebaut, weil ich das ein bisschen cleaner finde, wenn man die jetzt nie unbedingt draußen an so einer Soziusstrebe dranhängt oder sonstiges, weil ich das nie unbedingt so cool finde, wenn dort so eine Bremspumpe zu sehen ist, genauso wie den Ausgleichsbehälter, den habe ich halt im Herzkasten versteckt und den Schlauch anders verlegt. Genau, und beim Motor war es eben
der gesamte Motor. Ich hatte noch keinen Billetblock in den Händen, außer bei MTX-Motoren, was relativ selbsterklärend ist. Dann musste ich Kanaltaschen selber fräsen, nochmal, also händisch nachfräsen. Die waren schon voreingestochen von Tom. Stehbolzen waren glücklicherweise auch schon gesetzt. Da musste ich mich nicht mehr drum kümmern, aber gut, das wäre wahrscheinlich noch eine der besseren Disziplinen gewesen. So, dann das Anpassen von der Deckhöhe, also noch Spacer bauen und etliches. Dann hat das Ding halt wirklich so wenig Platz dort noch, eine Membran einzusetzen, einen Ansaugstützen reinzusetzen und dann der Vergaser. Da musste noch der halbe Herzkasten weggefräst werden, obwohl der so schon extrem groß ausgestochen war. Ja, dann musste ich noch für den Zylinder eine Kalotte bauen aus Redukten, die ich dann gebogen und gedengelt habe, dass die passen, und noch eine Flanschplatte gebaut zum Verschrauben, innen ausgedreht, damit es auf Maß ist, damit es so passt und dicht ist. Ja, also einfach war da alles nie so unbedingt, aber während des Bauens hat sich das alles so ergeben. Man hat es dann vor Augen, man hat irgendwas in der Hand, wo man erstmal so ein Gefühl kriegt und so einen Anhaltspunkt, und dann ja, ging das über die Zeit und auch mit Versuchen alles irgendwie so von der Hand und hat auf einmal funktioniert und geklappt. Und ja. Zweitakter selbst, jetzt mal nicht nur an Simson gesprochen quasi, ist einfach, dass die Motoren noch, finde ich persönlich, viel roher sind. So, dort hängt an sich extrem wenig Technik dran, wenn man das vergleicht. Ne? Du hast dort einfach nur eine Kolbensteuerung, die sagt ja, jetzt kommt Sprit rein, jetzt geht Sprit raus, jetzt strömt dort Sprit über oder sonstiges. Ne? Die klingen, finde ich persönlich, nie immer schön, so. Aber vom Fahren her ist das natürlich auch was ganz anderes als ein Viertakter. Ein Viertakter entwickelt seine Leistung schön gleichmäßig über ein Band, ruft seine Leistung gleichmäßig ab. Der lässt sich super fahren, super breitbandig, und so ein Zweitakter, der haut dir halt mal eine vor die Mütze. Ne? Die Motoren, wenn sie wirklich getrimmt sind, wo der Hammer hängt, ne, sind halt biestig, sind halt teilweise unkontrollierbar, und das ist einfach, ja, die haben halt schon, die sind halt ein bisschen rough, so, ne, das ist einfach, ja, das reizt einfach mehr. Meine Viertakt-Motorrad, du machst damit Meter, keine Frage, ne? Aber die Emotion, die in so einem Zweitakter drin hängt, das Geknatter, der Geruch, das ist für mich einfach schon von Kindheit an, weil der Opa kam, weil der Vati gefahren ist, weil die Mutti gefahren ist für mich der Zweitakter so das Ding. Papa hatte einen Trabi, wo ich als Kind drinnen gesessen habe, das war cool, und ja, irgendwie ist das einfach so hängen geblieben. Ich fahre auch gern mit der Suzuki oder so. Oder mit einer Viertakter generell, aber der Zweitakter ist im Grunde genommen das, wo das Herz für schlägt und wo ich auch jede freie Minute dran verschwenden will. Also angenommen, hier kommen mal ein paar Jugendliche her und wollen mal Hilfe haben oder ähnliches, und dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, sondern ich versuche das schon wirklich, das jedem auch gerecht zu machen oder baue dann auch mal was für sie um oder so ähnliches. Dann ist es halt wirklich so, die Jungs fahren das, die freuen sich daran, ne? Die halten daran auch fest. Ne? Man muss ja verstehen, bei Simson ist es so, die Teile sind 30, 40 Jahre alt, älter. Ne? Kommt ja darauf an, mit was du dann hier angerollt kommst. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die Teile noch funktionieren, die zu einer Zeit gebaut wurden, wo meine Eltern jünger waren, als ich es jetzt bin. So, die haben damit fahren gelernt, und ich bin jetzt der Trottel, der den Mist umbaut und da im Grunde genommen für manche so einen Mist mit anstellt. Aber selbst meine Eltern oder meine Großeltern finden das eigentlich echt cool, und die ganzen Jugendlichen, die das immer noch feiern, die Generation, die jetzt nach mir kommt und so weiter und so fort, die jetzt zur Schule fahren, ihren Führerschein machen, die feiern das auch. Die Szene wird immer größer, die halten daran fest, die behalten ihre Karren, die modifizieren die, und darauf kommt es ja drauf an. Also, dass jeder da sein Ding macht, so gewissermaßen, egal ob Ori, ob umgebaut oder sonst irgendwas.
das fetzt einfach, dann auf so einem Treffen die ganzen Leute zu sehen, von jung bis alt. Ja, also da kann man denen nichts weiter mitgeben als fahrt weiter. Also bedanken muss ich mich einerseits bei meiner Freundin, die mir für sowas hier immer den Rücken frei hält. Weil das ist natürlich kein einfaches Hobby, wenn du Stunden und Tage oder Wochen lang in deiner Werkstatt verschwindest, so eine Projekte umsetzt. Und ich kann das auch verstehen, dass das an den Nerven zerrt, wenn ich auf der Couch sitze oder im Bett liege und über so einen Mist nachdenke, wo sie gar keinen Bezug zu hat. Und sie unterstützt mich bei Treffen und bei Ausfahrten und ist da immer mit dabei und findet es auch cool. Und ich habe sie da gewissermaßen mit infiziert und sie ist da auch echt schon mit angekommen. Und dafür erstmal ein großes Dankeschön. Und andererseits Dankeschön an meine Eltern, dass die mir das ermöglicht haben mit meinem ersten Moped, was jetzt dieses Moped geworden ist. Ja, das hätte ich mir natürlich nie so vorgestellt. Die haben da auch immer meine Bastelleidenschaft so entdeckt, haben das nie verstanden, aber das ist auch nicht schlimm so. Ich hatte halt ein cooles Hobby so, ne? Ich habe halt keinen Mist gemacht auf der Straße, so ungefähr. Und dann noch anderen besonderen Dank, wie gesagt vorhin an René, an Tom, genau, an meine Partner von Sachsen Moped, die mich bei etlichen Projekten schon unterstützt haben, wo ich auch immer wieder auf dem Prüfstand war, wo ich auch Teile bekommen habe für günstiges Geld oder gar gesponsert. Genau, euch habe ich besonders zu danken. Final sei noch gesagt, abonniert Sauerkrauts auf Insta, auf Facebook, auf YouTube, wo ihr es gerade schaut. Schaut beim inneren Blumenpflücken vorbei, wenn ihr Bock habt. Ich bin dieses Jahr auch da für ein persönliches Gespräch vielleicht. Gerne auch könnt ihr mal bei mir vorbeischauen auf Instagram. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, Begolazis Customs, mein Name, abseits von Robert Beck. Bleibt alles schön sauber, lasst euch nie einfangen und ja, lasst ein Like da, einen Kommentar und bis dahin, macht's gut.